So wirst du und dein Geld in 2026 und darüber hinaus überwacht. Die totale Finanzkontrolle, davon haben sehr, sehr viele Menschen Angst. Was kaum jemand weiß, sie ist bereits sehr stark fortgeschritten. Es fehlen ein paar Dinge, aber es ist schon sehr, sehr viel passiert. Und sozusagen die Adlerperspektive, die einzelnen Mechanismen dahinter, was bereits gemacht und vorangetrieben wird, das sehen wir uns im heutigen Tippvideo von Faszination Freiheit an. Und ja, es ist nicht das lustigste Thema, aber es hat sehr, sehr viel mit Freiheit zu tun, weil es eröffnet nämlich die Möglichkeit für autoritäre und totalitäre Systeme. Und jetzt mal vorweg, bevor wir jetzt die einzelnen Bereiche durchgehen. Unabhängig davon, ob du jetzt aktuell glaubst, dass zum Beispiel die Politik, sei es jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ob die so etwas vorhaben oder nicht, oder das sind ganz ehrliche Menschen oder eben nicht oder was auch immer. Unabhängig davon, es spielt in diesem Kontext für mich ehrlich gesagt keine großartige Rolle, weil jederzeit, wenn ein System totalitär wird, und es kann sowohl linksextrem sein und es kann auch rechtsextrem sein. Beides nicht gut. Das wissen wir historisch. Beides ziemlich nicht so toll. Also erleben wir auch in vielen Ländern aktuell, auch nehmen wir jetzt einfach mal Venezuela, dort ist es ja auch linksextrem ausgerichtet. Unabhängig davon, dass man jetzt allein mit Völkerrecht nicht einfach in jedes Land reinmarschieren kann, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und es kann genauso, wie wir das erlebt haben, im Rechtsextremismus. Und leider haben wir historisch immer wieder gesehen, dass es dann das Pendel geht dann einmal nach links und dann nach rechts und so weiter. Und dass sowohl diejenigen, die links sind, versuchen dann alle, die weiter rechts sind, auszuschalten und andersrum. Das heißt, wir haben historisch einen Hang zu Extremismus. Und deswegen ist das ein großes Problem. Und deswegen ist das für uns alle ein Thema. Unabhängig davon, wie gesagt, ob du jetzt glaubst, dass Friede, Freude, Eierkuchen in der aktuellen Politik ist und die machen alles super duper und es sind einfach nur so ein bisschen inkompetent, aber die meinen es gut oder nicht. Whatever. Es ist ein großes Problem, weil es, wenn ein politisches System das Ganze vorfindet und ein totalitäres System bereits aufgebaut ist, es jederzeit so genutzt werden kann. Wie gesagt, wir sehen uns dieses Thema aus der Adlerperspektive an und wir starten mit dem digitalen Euro, der im negativen Sinne ein Gamechanger wäre. Also erstmal, er ist aktuell laut Aussagen so für 2029 angedacht. Grundsätzlich ist er ausrollbereit. Er hat jetzt nicht sonderlich viele Fans in der Bevölkerung, weil er der Bevölkerung nicht wirklich viele Vorteile bringt. Aber wenn du herrschend bist und wenn du sagst, du möchtest Geld programmieren für deine Bedürfnisse, das heißt eben, also jetzt immer ein herkömmliches Bankguthaben oder ein Notenbankschein, der ist nicht programmierbar, das ist dann einfach Geld. Aber wenn es dann eingeschränkt wird, und da ist es halt möglich, das digital zu programmieren. Und das könnte bedeuten, dass es zum Beispiel ein Verfallsdatum gibt, um die Wirtschaft anzukurbeln, weil die so schlecht läuft. Ja, sind natürlich nicht die Ursachen, warum es dann schlecht läuft, aber so könnte man das ja dann ein bisschen ankurbeln. Es könnte dann sein, der CO2-Verbrauch, die EU muss klimaneutral werden, das heißt, jeder muss mitmachen. Ist es dann vielleicht ein Thema, dass wir sagen, wenn du das so viel CO2 verbrauchst, das darf aber nicht sein, und dass es dann eingeschränkt wird, ist eine Möglichkeit mit dem digitalen Euro. Ja, auch Enteignungen können dann stattfinden, auch Bankenruns, wenn es in dieser Art und Weise dann eben kein Bargeld mehr gibt. Auch das ist grundsätzlich möglich. Was passiert möglicherweise bei einem Krieg? Könnte es da größere Einschneidungen geben? Also wir haben ja schon die EU-Obrigkeit gesagt, man soll ja keine Krise vorbeilaufen lassen, weil das sind nur die besten Gelegenheiten, um dann quasi das System in diese Richtung zu bringen, wie wir sie haben möchten. Also der gläserne Bürger und mit programmierbaren Geld, also gläsern, wo dann alles zentralisiert zusammenläuft, also alles, was immer zentralisiert auf eine Institution, auf Politik etc. zusammenläuft, ist für Kontrolle, Transparenz und Co., weil es auch das Gegenteil ist von dezentral, wie zum Beispiel Bitcoin, was ja eben nicht einfach nur zentralisiert irgendwo ansässig ist, sondern sozusagen auf der ganzen Welt verteilt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und das ermöglicht absolute Kontrolle. Das haben wir auch im Sozialismus immer und immer wieder gesehen. Und manche böse Zungen sagen auch, dass wir im Aktienumfeld eine Form von neuem, grünen Woke-Sozialismus auf diesem Wege sind. Wie auch immer. So, wir machen weiter mit der Nummer 2, und zwar die Geldkontrolle.
Geldkontrolle bzw. internationale Geldkontrolle, CRS, die Common Reporting Standards. Dieses Kürzel kennst du vielleicht, wenn du dich intensiver damit beschäftigt hast. Das heißt, wenn du internationale Bankkonten hast, das heißt auch in der Schweiz, in Liechtenstein, also sind inzwischen über 100 Länder und alle wichtigen Industrieländer und auch alle westlichen Länder vom Prinzip her dort mit dabei. Und die schicken dann untereinander, wenn du jetzt zum Beispiel als deutscher Staatsbürger und du lebst auch in Deutschland, hast dort die Steuernummer, das ist relevant, wo zahlst du deine Steuern, das fragen die dann ab mit Wohnsitz und so weiter und dann die Dokumente. Konteneröffnung und dann sagen die halt, ja, jetzt nehmen wir als Beispiel immer Spanien, da hast du dort ein Konto, ja, und dann gibst du deine Steuer-ID an und dann senden die alle relevanten Daten einmal pro Jahr dann in das heimische Finanzamt. Das heißt, die wissen, du hast zum Beispiel in Spanien dort ein Konto und die Daten, was im Wesentlichen dort passiert. Wir haben auch ein ausführliches Video dazu. Ich werde jetzt nicht in die Details reingehen, wenn wir uns, wie gesagt, aus der Adlerperspektive anschauen. Das haben wir auch alles bereits im Detail durchleuchtet. Kannst du dir als Video auch die einzelnen Bereiche dann übrigens selber noch einmal ansehen. Hier ein paar Beispiele und welche Länder das nicht teilnehmen. Du siehst die ganze Liste. Besonders interessant in diesem Kontext die USA. Die machen ja häufig dann nicht mit. Also die wollen zwar schon alle Daten haben mit US FATCA, aber andersrum senden die keine Daten. Also wenn du als Deutscher zum Beispiel in den USA ein Konto hast, dann werden keine Daten herübergesendet. Auch interessant Nordzypern, Philippinen, Serbien, Tansania zum Beispiel. Auch grundsätzlich Paraguay liefert keine Daten. Ja, wenn du jetzt aber nicht ansässig bist in einem dieser Länder, das könnte jetzt auch hier zum Beispiel Paraguay sein, also du hast dort den Wohnsitz und die Konten, die du dort eröffnest mit diesem Wohnsitz, da werden keine Daten nach Paraguay geliefert, weil es müssen beide Länder daran teilnehmen. Also das heißt, es gibt Möglichkeiten, aber es erfordert eine gewisse Flexibilität. Unabhängig davon ist auch erwähnt, Auslandskonten haben nach wie vor viele unterschiedliche Vorteile. Du hast mehr Anonymität, weil dann und auch zum Beispiel ein Zugriff direkt vor Ort nicht direkt eben möglich ist. Nehmen wir als Beispiel das Finanzamt vor Ort, das kann er dann eben jetzt, sagen wir mal, das heißt jetzt bei der Sparkasse oder wo auch immer, relativ egal, kann dann auch eben sagen, okay, wir wollen uns das mal anschauen, Konten abfragen, bekommt man gar nicht mit und das ist halt so einfach nicht möglich, wenn das Ganze im Ausland ist. Das heißt, es ist trotzdem anonymer und weil halt nur einmal pro Jahr die Meldung erfolgt, aber es ist eben grundsätzlich bekannt. Also deswegen auch nochmal so ein wichtiger Unterschied und Auslandskonto darüber hinaus haben vielschichtige weitere Vorteile, weil wir wollen ja möglichst gestreut und möglichst viel Sicherheit haben, das heißt an sichersten Finanzplätzen dieser Welt zum Beispiel. Also dazu sind wir übrigens zur Auslandskonto sind wir jetzt auch demnächst wieder live, findest du den Link unter von dem Video und kannst dich gerne dort auch anmelden. Dann der nächste Punkt und zwar CARF. Das bedeutet Crypto Asset Reporting Framework. Und das ist im Prinzip ähnliches wie jetzt gerade beim CRS, nur abgestimmt auf Krypto. Und zwar jetzt seit dem 01.01.2026 ist auch Krypto bzw. die Anonymität vorbei. Gewisser Art und Weise jetzt auch Bitcoin-Transaktionen, die waren schon immer einsehbar, aber man wusste halt nicht so genau, wem gehört jetzt was und wie. Aber so die Transaktionen, die waren schon immer grundsätzlich auf der Blockchain einsehbar. Jetzt ist es auch neu, das heißt mit den ganzen Ländern, die an CARF teilnehmen. Und es sind jetzt 67 Länder, ab 2026 sind es 52 Länder, dann kommen weitere Länder nächstes Jahr dazu und die werden dann quasi zum ersten Mal dann 2027 die Daten von 2026 herübersenden. Das heißt, dass es ebenfalls nicht mehr anonym sein wird, dieses Thema Krypto, und es geht sogar noch etwas weiter als bei CRS. Denn zum einen, wir haben hier Tauschgeschäfte, Krypto zu Fiat, also herkömmlichen Papiergeld, und genau Krypto und Krypto, dann auch Zahlungsvorgänge und auch Transfers. Also das heißt, auch wenn du jetzt irgendwo weiter transferierst etc., das wird auch geliefert. Das heißt, es geht nochmal weiter sogar, als wir das bei CRS hatten. Hier das Interessante ebenfalls, wenn du jetzt nicht in einem CARF-Land, also ein Land, das daran teilnimmt, dort einen Wohnsitz hast, ja, dann wird all das nicht gemacht. Dann ist es eben weiterhin, ja, sag mal, deutlich anonymer. Also auch hier, das heißt hier mit allen westlichen Ländern, EU-Ländern, da kannst du davon ausgehen, nehmen an allem teil, was wir jetzt hier gemeinsam durchgehen. Der nächste Bereich, das ist das Vermögensregister. Hier gibt es kein offizielles Statement. Ich persönlich gehe davon aus, weil wir ja die neue Superbehörde im Hintergrund, das ist ja genau das, die großen Probleme werden in der EU ja immer angepackt durch noch mehr Bürokratie, haben wir jetzt eine neue Superbehörde, wo ja auch diese Fäden zusammenlaufen. Die AMLA, die ihren Sitz in Frankfurt hat, die Anti-Money Laundering Authority. So, und dort
werden auch so Melderegister, können da grundsätzlich eingesehen werden. Es gibt kein offizielles Statement, wie gesagt, zum Vermögensregister, soll es vielleicht auch gar nicht geben. Es gab ja einige Machbarkeitsstudien und die wurden vorangetrieben und auch dieses Thema wird vorangetrieben. Ich persönlich vermute, dass im Hintergrund einiges dort passiert, was aber nicht so herausgegeben wird, weil wenn man jetzt etwas tituliert als EU-Vermögensregister, ja, macht man sich jetzt bei der Bevölkerung vielleicht nicht nur Freunde, beziehungsweise auch so ein bisschen Unmut über Kontrolle, Einsicht von allem. Ja, und es soll gelten eben ab 200.000 Euro, was jetzt erstmal vielleicht auch sagt, okay, wenn man jetzt irgendwie da runter ist, aber es soll alles reingehen. Das heißt, es muss ja irgendwie alles erfasst werden, um dann zu sehen, wer liegt denn jetzt über 200.000 Euro. Ja, und es kann natürlich jederzeit auch auf 100.000 gehen oder auch allgemein. Also wir auch mit Bargeldeinschränkungen und so weiter gesehen haben, wollte es ja auch immer eher weniger, nicht unbedingt mehr. Also auch EU-Vermögensregister, auch mit der neuen Superbehörde kann man an sich davon ausgehen, dass dort einiges im Hintergrund passiert, was man nicht so offiziell möglicherweise mitbekommt. Und wir haben ebenfalls davon berichtet, also wir haben auch einzelne Videos zu diesen Einzelbereichen, wie gesagt, da kannst du in die Details reingehen, das Immobilienregister, also auch wenn du internationale Immobilien hast. Und das ist etwas, was es aktuell noch nicht gibt, aber was auch von den OECD-Ländern und damit fallen auch alle EU-Länder damit hinein dann untereinander auch entstehen soll und entstehen wird. Also die Gespräche sind hier bereits aufgenommen. Das heißt auch, ja, dann im Ausland und wenn die Länder dann auch dort teilnehmen, also welche Länder wie wo teilnehmen, kann man von dem her aktuell noch nicht sagen, aber man kann davon ausgehen, es dürften die üblichen Verdächtigen sein und ich sage mal, je westlicher, je mehr und sie auch in der OECD, also in den wichtigsten Wirtschaftsländern dieser Welt, dort mit dabei sind, desto eher kann man davon ausgehen, dass sie dort dabei sind, dass die EU-Länder dort alle mitmachen. Davon kann man definitiv, also würde ich schon sagen, so im Prinzip 100% davon ausgehen. Das heißt, Immobilien untereinander, was wie wann gekauft wurde, Darlehen, ist es vermietet, wie sind die Mieteinkünfte etc. Das soll alles erfasst werden. Genaue Details auch hier im jeweiligen Tippvideo. Wir haben ja unsere Tippserie hier schon seit fast 10 Jahren inzwischen, wo es ja jede Woche ein neues Tippvideo gibt. Und damit du immer up to date bist, deswegen unbedingt auch den YouTube-Kanal abonnieren, das Glockenzeichen hier nicht vergessen, damit du wirklich auch benachrichtigt wirst. Und im Prinzip sogar noch wichtiger, dass du jeden Freitag in unsere Tippserie schaust, weil da ist nicht nur dieses Tippvideo mit dem Thema jeweils drin, sondern das sind immer 4, 5, 6, 7 Themen gleich am Anfang übersichtlich aufgeschlüsselt und dann siehst du dann, was heute denn jeweils besprochen wird und ja, dann kriegst du alles mit, was in unserer bunten und fantastischen Community alles passiert. Gut, und dann haben wir auch den letzten Bereich und das ist, was heißt das Wichtigste, aber das ist das zentrale Stück. Wir haben über Zentralisierung ja schon kurz gesprochen, oder haben wir Sozialismus, alles schön zentralisiert, gesammelt und Co. Und das ist mit das Wichtigste, dass die Bevölkerung Folgendes akzeptiert, damit das alles schön zusammengeführt werden kann. Vielleicht hast du schon eine Ahnung, was das sein könnte, und zwar ja, die digitale ID, die möglicherweise noch verpflichtend für alle EU-Staaten, sie sind dabei, ab 2026, spätestens 2027 kommen soll. Also es wird ja auch bereits alles vorbereitet, auch zum Beispiel der digitale Ausweis, den wir in Deutschland bereits haben. Und hier, du kannst dir vorstellen, wie so eine Krake, wo alles dann zusammenläuft. Und das ist die Gefahr, nämlich das Folgende, dass hier quasi, wo ja dann auch, also auch Dinge wie Fortbewegung zum Beispiel, Flüge und Co. und so weiter, es kann alles dort mit integriert werden. Da gibt es auch bereits die ersten Tests oder Pilot-Sachen dazu, haben wir auch bereits darüber berichtet. Und das ermöglicht Folgendes, dass eine Person quasi am Leben, im Alltag, und ich nenne es jetzt mal im System, quasi jederzeit auch auf den Off-Button geklickt werden kann, also an und aus. Weil wenn diese ID, wenn dann die Systeme implementiert sind und dann irgendwann nicht mehr funktioniert, da kann wirklich eine Person am herkömmlichen Leben komplett ausgeschalten werden in der Theorie. Haben die natürlich sicherlich nicht alles vor. Ich sage einfach mal nur, was grundsätzlich möglich ist. Und totalitäre Systeme, ja, und jetzt, ich meine, jetzt mal angenommen, jetzt du hast eine Ideologie und sagst, es ist jetzt komplett egal, ob die jetzt total links ist oder total rechts oder was auch immer. Ne? So, du hast eine Ideologie. So, und bist vielleicht dann radikal. Das haben wir leider in der Politik immer und immer wieder auch gesehen. Dann ist die Versuchung vielleicht so, soll ich das jetzt nutzen? Ja, nein, aber ich habe ja eine Ideologie, ich bin ja da voll überzeugt und so weiter. Ja, und dann gibt es auch eine sogenannte Opposition. Tja, und damit kann die Opposition komplett rausgenommen
werden. In einigen Ländern haben wir bereits solche Systeme, nicht in dieser Art und Weise so technologisch und digitalisiert, aber es ermöglicht die absolute Kontrolle. Und das ist die Gefahr. Man möchte ich sensibilisieren dafür, weil wer es dann ignoriert, der braucht sich ja nicht wundern, wenn dann irgendwo so was sich hinpennt, so im Dornröschen Tiefschlaf, wie die meisten Menschen dort draußen ebenfalls. Aber sich nicht wundern, wenn man dann auch eines Tages in einem totalitären Staat und Land aufwacht und nur hoppla, wow, ich darf ja XY nicht mehr tun, ich darf XY nicht mehr sagen. Besser nicht, weil es könnte dann eben zu Problemen führen. Ja, und in China haben wir übrigens solche Dinge auch, wo er dann zum Beispiel nicht ins Flugzeug hineinsteigen kann, wo ich mit der Bahn fahren kann, etc. Ja, wenn man denn so als Störenfried dort gebrandet ist, was auch immer jetzt ein Störenfried genau ist. Ja, aber der eben dafür sorgt, weil ihm die anderen vielleicht auch, wie auch immer, gefährdet, vielleicht auch gesundheitlich, keine Ahnung, weiß der Teufel. Aber das ist die Gefahr. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen gerne teilen, weiterleiten. Das sind wichtige Themen. Ich weiß jetzt kein lustiges Katzenvideo und wo automatisch Millionen von Views und Likes und so weiter kommen. Und das ist genau das Problem, weil die meisten Menschen sich nicht darum kümmern und auch mit Freiheit nicht sonderlich viel anfangen können. Nichtsdestotrotz, extrem wichtiges Thema, deswegen bitte weiterleiten. Ich habe es trotzdem versucht, möglichst interessant und kurzweilig zu machen. Je mehr Menschen sensibilisiert sind, umso besser. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch noch die Lösungen anschauen. Also was können wir konkret tun? Du weißt, wir sind eine sehr, sehr konstruktive Community. Also zum einen, erster Tipp, volle Selbstverantwortung, 100%. Rumheulen und es ist alles so traurig und dann machen die das und das und das. Das kann nämlich auch jeder, das ist einfach und eine Opferrolle reingehen, wunderbar. Steht dir nur nicht besonders gut, ist auch nicht unsere Grundnatur. Ich persönlich bin davon tiefst überzeugt, wir sind viel mächtiger, als wir eigentlich denken, erst recht im Kollektiv und auch einzeln. Wir haben schöpferische Fähigkeit mit dem, was wir tun. Wir schöpfen und kreieren eigentlich jeden einzelnen Moment. Das ist den meisten halt noch nicht bewusst. Die meisten tun sehr unterbewusste Dinge und kreieren jetzt nicht sonderlich viel. Aber gut, ist eine persönliche, zumindest unterbewusste Entscheidung. Punkt Nummer 2, finanzielle Intelligenz. Kümmere dich um das Thema Geld und Finanzen. Übe deinen Geldmuskel, wie ich auch immer sage, der ist übrigens hier oben. Und dann wirst du besser und besser. Damit hast du viel mehr finanzielles Selbstvertrauen und weißt auch, du kannst Dinge ändern. Du möchtest Dinge ändern. Ja, du musst sie für dich auch verändern und dann wirst du sie auch verändern. Nächster Punkt, Internationalisierung von Investments und Auslandskonten. Also wir haben vielschichtige Vorteile, auch von dem Thema Auslandskonten und Co. Wird hier mal eingeblendet, ich gehe es nicht im Detail durch, wir haben es ansonsten auch im Event dort mit dabei. Haben wir unterhalb von dem Video, da kannst du dich auch näher informieren. Vielschichtige Vorteile und du hast auch mehr Anonymität und viel mehr Sicherheit und viel mehr Optionen. Und weil auch, dass wir übrigens nicht verwechseln, und zwar Anonymität bedeutet nicht Zugriff. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also um Zugriff braucht man erstmal das Wissen davon, wenn zum Beispiel jetzt ein Staat, wenn er jetzt sagen wollte, wir brauchen oder wollen XY etc. Aber ob sie darauf Zugriff haben, ist immer noch was anderes. Deswegen internationalisieren Auslandskonten und Investments. Dazu haben wir, wie gesagt, mehrere Events. Seid ihr live mit dabei. Da gehen wir dann auch ein paar Stunden wirklich in die Details von diesen Themen. Dann nächster Punkt. Investiere und sei in Ländern, die hier nicht teilnehmen. Habe schon ein paar Länder genannt. Ja, vom Paraguay nimmt an keinem einzigen dieser Länder teil. Ist ein sehr, sehr spannendes Land, hat viele interessante Aspekte. Ist auch das Land, wo wir bisher mit Abstand die meisten Investorenreisen gemacht haben, obwohl es ja auch eigentlich, ich glaube sogar von allen Ländern fast am weitesten weg ist. Das ist faszinierend, aber es so viele interessante, spannende Aspekte hat. Also da kannst du dich informieren, wie gesagt, in unserem wöchentlichen Klartext E-Letter mit Faszination Freiheit. Immer, da stellen wir auch verschiedene Länder vor und auch wenn da zum Beispiel neue Investorenreisen und so weiter mit dabei sind, dann kannst du dir das gerne anschauen. Nächster Punkt, sich mit Krypto nicht nur oberflächlich zu beschäftigen. Da kann ja auch unser Krypto Powerhouse, also die Schwester-Community von mir, von uns sehr, sehr dienlich sein. Link ist ebenfalls unterhalb von diesem Video. Da haben wir auch zum Beispiel in einem aktuellen Video auch darüber informiert, wie ist es denn auch mit diesem Thema Carve, wie kann man noch eine gewisse Anonymität auch bewahren etc. Also auch hier, es gibt immer Möglichkeiten, aber natürlich, jetzt sagen wir vielleicht nicht in der Oberflächlichkeit. Ich möchte es mal so formulieren. Dann alternative Geldanlagen nutzen, da gibt es auch viele interessante Möglichkeiten, sei es jetzt wie zum Beispiel Whisky, Wein, Rolex zum Beispiel, also von Uhren, also wo man normalerweise nicht, ja auch Edelsteine können eine Option sein. Und da bist du eben auch mit nicht so in dieser Datenerfassung direkt 1:1 mit drin. Also auch hier gibt es interessante Möglichkeiten. Alternativ als Streuung, das sind dann vielleicht keine Kerninvestments, aber auch da hast du Möglichkeiten, dass du halt einfach grundsätzlich auch etwas hast. Ja, und
das, sagen wir, die sicherste Variante von allem, aber ich weiß, da bekomme ich keinen oder damit gewinne ich keinen Beliebtheitswettbewerb, das ist das Thema Auswandern. Weil wenn du nicht mehr in diesen Ländern bist, die dann eben so extrem, ja, Daten austauschen und Finanzkontrolle so stark voranbringen, ja, dann kann dir das, was heißt, ja, im Prinzip relativ egal sein, weil deine Daten und das alles so ein totalitäres System so ist in dieser Art und Weise zumindest nicht möglich, wenn er das also komplett gegen den Strich geht. Das ist eine Möglichkeit. Man kann, man muss nicht, einfach nur die Möglichkeit und das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich hoffe, für dich waren wichtige Impulse mit dabei. Abschließend noch, also wir haben mehrere Events zum Thema sicheres Geld, Internationalisierung, Auslandskonten, findest du unterhalb von diesem Video. Da kannst du dich anmelden und intensiver mit diesen Themen beschäftigen. Selbstverantwortung, das heißt wirklich hingehen und etwas dafür tun, weil ansonsten wird unsere Freiheit peu à peu und Schritt für Schritt immer weiter weggenommen. Und das andere, wenn du auch persönliche Coachings, wenn du dich dafür interessierst, weil wir genau dir helfen, diese Punkte auch gemeinsam umzusetzen, da kannst du ebenfalls unterhalb von diesem Video dort eintragen. Wenn wir ein Telefonat führen, ist kostenfrei, können wir uns kennenlernen. Ist deine Situation geeignet? Sind wir möglicherweise hier ein Match? Und dann können wir dich vielleicht hier richtig voranbringen. Deswegen schön, dass du mit dabei warst. Ich freue mich auf dich nächsten Freitag wieder. Wie gesagt, YouTube-Kanal abonnieren, mit dem Glockenzeichen nicht vergessen und vor allem unser Freitagsverteiler mit der wöchentlichen Tippmail. Ich freue mich auf dich. Bis spätestens nächsten Freitag, dein Thorsten Wittmann.